Assalamu alaikum. Als ich mit meinem Hoverboard war, sprachen mich viele Leute darauf an, wie ich mein Hoverboard-Kit zusammengebaut habe. Deshalb mache ich dieses Video. Für den Zusammenbau mache ich ein paar Schritte. Erstens, Anschluss für externen Akku am Hoverboard aufbauen. Hier baue ich den Originalakku ab und montiere das Kabel am Hoverboardrahmen. Zweitens, externen Akku am Sitz montieren. Hier montiere ich die Halterung des Akkus am Sitzrahmen. Und drittens, zusammenbauen. Hier baue ich das Hoverboard mit dem Sitz zusammen. Für den ersten Schritt montiere ich den unteren Deckel ab. Je nach Hoverboard hat dies 16 Schrauben. Jetzt setzt man schon den blauen Akku. Jetzt mache ich den Anschluss ab. Bevor ich das Hoverboard mit dem externen Akku teste, verbinde ich oder löte erstmal das Kabel mit dem XT60 Buchse. Aber Achtung, bitte nicht den Plus- oder Minus-Anschluss verwechseln. Hier ist der externe Akku. Und das Kabel. Lass uns mal testen. Funktioniert. Und jetzt muss ich den Originalakku abbauen, um Gewicht und Platz zu sparen, als auch einen Wackelkontakt zu vermeiden. Von dieser Seite ist das Kabel zu kurz, deswegen muss ich von der anderen Seite das Kabel abziehen. Ich habe geschafft, das Kabel abzuziehen. Muss man einfach Geduld haben. Jetzt mache ich ein Loch für den Anschluss. Kann man entweder heizen mit Lötgerät oder mit Bohrmaschine bohren. Hier benutze ich das Lötgerät.
Ich mache das Loch nach Augenmaß, bis der Stecker dazu reinpasst. Nicht zu locker und nicht zu eng. Wenn das schon durch ist, befestige ich es mit Silikonkleber. Man kann auch anderen Kleber benutzen. Dann lasse ich alles einen Tag lang trocknen. Nach einem Tag baue ich alles wieder auf. Nun teste ich das Hoverboard mit dem externen Akku wieder. Super! Wie ich den Akku am Hoverboard-Sitz montiere, siehst du in meinem zweiten Video. Wassalam.